Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mal wieder mit zu einem kleinen Paint-Along. Diesmal geht es um das Thema Frühling und ja, es gibt noch keinen Titel für diese zwei Bilder, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich habe schon so ein Grundkonzept, mit dem ich immer anfange, wo ich mir vorskizziere und dann fange ich an zu arbeiten. Also es ist natürlich am Ende dann trotzdem auch für mich selbst immer eine Überraschung, wie das dann am Ende wirklich aussieht, weil dazwischen ja so viele Schichten und Prozesse sind, dass es für mich nur peripher absehbar ist, wie es dann am Ende wirklich sein wird. Aber heute will ich euch eigentlich was anderes erzählen. Und zwar habe ich ja am Milan Art Institute das Mastery Program gemacht und ich möchte euch heute erzählen, ob und was mir das eigentlich wirklich gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Programm kennt, aber es ist grundsätzlich so konzipiert. Ich erkläre euch das mal kurz, damit ihr euch da auskennt, einen Überblick habt. In einem Jahr mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 20 Stunden ist es gedacht, dass man alle wichtigen Grundlagen für ein erfolgreiches Kunstbusiness lernt. Kann sich auch länger Zeit lassen, aber aufgebaut ist es mal grundsätzlich so, auch mit den Erklärungen, die dabei sind. Wie gesagt, man hat 2 Jahre Zeit, sich mit Coaching durch das Programm zu arbeiten. Man kann aber endlos lebenslang darauf zugreifen, auf die Inhalte, aber das Coaching ist begrenzt auf 2 Jahre. Und in den ersten 4 Wochen lernt man mal die Technik ganz von Grund auf. Da beginnt man mit dem Zeichnen und dann Ölmalerei und Acrylmalerei. Und im zweiten Abschnitt wird auf die Mixed-Media-Techniken eingegangen, wo es vor allem darum geht, seine künstlerische Stimme und Vision zu finden. Und im dritten Abschnitt kümmert man sich dann um sein Portfolio, weil das Ziel ist es, dass am Ende so 20 bis 30 Werke in einem kohärenten, durchgehenden Stil geschaffen worden sind, dass man eine Homepage hat und sich dann im letzten Abschnitt voll auf das Marketing konzentrieren kann. Auf YouTube ist es momentan wahnsinnig vertreten. Also die machen ja sehr viel Werbung auch vom Milan Art Institut, also kennen wahrscheinlich einige Kunstinteressierte dieses Programm. Aber jetzt wisst ihr mal, wie es grundsätzlich aufgebaut ist. Ich muss ja zugeben, ich habe schon immer gemalt, auch als Kind. Und in den letzten gut 15 Jahren auch wirklich sehr, sehr viel und sehr intensiv. Und nachdem ich jetzt schon so lange gemalt habe, auch mit vielen Kursen, war ich mir anfangs unsicher, wie viel ich da technisch jetzt noch so mitnehmen kann. Aber ich habe mich da mit offenem Herz darauf eingelassen, weil ich eigentlich auch hauptsächlich für den Abschnitt der eigenen Stimme und Vision angefangen habe mit diesem Programm. Und ich bin da auch positiv überrascht worden. Also besonders die Techniken der alten Meister in der Ölmalerei, das hätte ich sonst sicher gar nicht gelernt. Ich hatte auch einige Vorurteile gegen die Ölmalerei, von wegen giftige Lösungsmittel etc. Aber es hat sich da so viel getan am Markt, dass das eigentlich alles nur noch Vorurteile sind und das stimmt nicht. Aber wenn euch das interessiert, kann ich euch da gerne extra was erzählen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, jetzt zeige ich euch mal auch einige Werke, die während meiner Ausbildung entstanden sind. Also was mir an der Ausbildung wirklich besonders positiv aufgefallen ist, das waren auch die Beiträge zur Persönlichkeitsfindung und Selbsterkenntnis. Das sind essentielle Bereiche, wenn man seine eigene Stimme in der Malerei finden möchte. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil ich jetzt doch nicht erst seit gestern auf der Welt bin. Und ich habe eigentlich gedacht, ich bin eine selbstbewusste, gestandene Frau. Und nach Jahren der Reflexion, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, weiß ich doch ganz genau, wer ich bin. Aber ich habe nicht gedacht, dass da doch noch ein größeres Geheimnis vielleicht begraben liegen könnte. Und ich habe mich ordentlich geirrt. Wir sind sehr tief auf die Archetypen eingegangen, war sehr interessant. Und es kam auch immer wieder der Input, sich selbst Fragen zu stellen zu allen möglichen Themen. Also zum Beispiel, wie organisiert bist du eigentlich? Wie schaut es aus mit deiner Disziplin oder mit deiner Liebe zur Ordnung und Struktur? Und vor allen Schattierungen, welche Art von Mensch bist du? Es gibt ja nicht nur introvertiert und extrovertiert, sondern es gibt so viele Facetten. Man merkt beim Malen ja schnell, ob man eher so der Typ ist, der bis ins kleinste Detail gehen möchte oder ob man doch lieber eher fließend malt oder impressionistisch und alles, was dazwischen existiert. Ich fand es immer schon auch besonders schön, wie Ellie Milan eigentlich spricht.
Das merkt man schon in den YouTube-Vorträgen, aber im Programm ist es natürlich noch viel intensiver. Wenn sie die Vorträge hält, da hat man einfach das Gefühl, sie redet einem direkt in die Seele. Ich finde es total merkwürdig, weil sie ja eigentlich mit 100.000 Leuten spricht. Aber es ist trotzdem jedes Mal wieder faszinierend, wie man da persönlich berührt sein kann. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich wirklich erst erkennen musste, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich gewusst habe, wie ich innerlich so genau ticke. Ich habe da auch viele Persönlichkeitstests gemacht in diesem Lehrgang. Und es ist vorgekommen, dass ich einmal in der Früh, dann zum Mittag und am Nachmittag dieselben Fragen beantwortet habe und jedes Mal ist was anderes herausgekommen. Und das hat mich dann wirklich vor den Kopf gestoßen. Also mir ist aufgefallen, dass ich auch andere dann gefragt habe, meine Tochter oder meinen Mann oder auch meine Mutter, du sag mal, was denkst du eigentlich? Wie bin ich in dieser oder dieser Hinsicht? Also ich habe das gar nicht so für mich selbst reflektieren können. Und wenn du einen Test machst, am Morgen und am Nachmittag wieder und du gibst völlig unterschiedliche Antworten, dann stimmt einfach was nicht. Und deshalb hat mich dieser Teil der Ausbildung schon viel Kraft gekostet, aber im positiven Sinne. Also ich habe angefangen, alles zu hinterfragen und tiefer in mir zu graben. In der langen Zeit, in der ich schon gemalt habe, sind sehr viele gegenständliche Bilder entstanden, die handwerklich recht gut sind. Aber zum einen hat das kaum jemand gewusst. Ich habe auch nicht darüber gesprochen. Es war irgendwie nicht so bekannt, wie meine Bilder eigentlich aussehen. Und wenn sie dann doch mal jemand gesehen hat, dann waren irgendwie alle überrascht, so, oh, das ist ja gar nicht schlecht. Hey, du kannst ja malen. So als ob das die größte Überraschung wäre. Aber ich habe auch selbst gemerkt, dass ich Bilder male, von denen ich annehme, dass sie den Leuten gefallen. Aber ich selber fand sie dann am Ende oft eher kitschig oder die Landschaften waren mir zu 0815. Das hat mich alles nicht glücklich gemacht. Aber jetzt, gegen das Ende der Ausbildung, also ich bin praktisch fertig, ich arbeite jetzt nur noch an der Vollständigkeit meines Portfolios, kann ich jedenfalls sagen, dass ich es wirklich geschafft habe, meine eigene Vision zu finden. Der wahre Grund, warum ich eigentlich male, der war tief in mir verborgen. Und als ich das festgestellt habe, habe ich nicht nur das Warum gesehen, sondern auch den Weg dazu gleich gefunden, wie ich das am besten zum Ausdruck bringe. In meiner Malerei geht es mir jetzt um Gefühle, die in mir auftauchen, sei es zu gesellschaftlichen Themen oder zu Stimmungen in der Natur, zu den Elementen, aber auch zu Heilpflanzen, Heilpilzen, zu denen ich durch meine Ausbildung in der traditionellen europäischen Medizin einen ganz besonderen Bezug habe. Das alles möchte ich integrieren und den Leuten damit einen Mehrwert geben, indem ich auch davon erzähle, was ich über die Pflanzen oder diese Themen weiß oder welche Meinung ich dazu habe. Mein Prozess ist jetzt ein fließendes Schichten mit haptischen Elementen wie Steinen oder Strukturpasten. Ich verwende Marmor, Mehl oder Collagen. Ich arbeite auch mit Rost. Also jedes Werk ist wie eine Biografie. Alles, was mir zu diesem Thema in den Sinn kommt, wird Schicht um Schicht aufgetragen, bis ich das Gefühl habe, dass ich in dem Bild alles gesagt habe. Und obwohl ich die konkrete Art, wie ich es jetzt mache, so nicht direkt im Programm gelernt habe, habe ich dort den Weg dorthin gefunden. Am Ende des Tages sollte einfach für jeden Künstler es so sein, dass er die Techniken beherrscht und sich dann frei entscheiden kann, wie er malen will. Ich hätte mir früher nicht denken können, dass ich mal eine abstrakte Malerin werde. Ich hatte immer so das Gefühl, andere sollen sehen, dass ich auch was kann. Und wenn ich nur abstrakt male, dann denkt vielleicht jemand, ich kann es halt nicht anders. Und das hat mich gestört. Das war eine große Barriere, durch die ich erstmal durchgehen musste, um jetzt diese fließenden, abstrakten Werke zu erschaffen. Man merkt dann erst, wie sehr man sich eigentlich selbst unterschätzt hat. Von außen bekommt man im Leben oft das Gefühl, dass jeder Anspruch, den man sich selbst hat, nur Selbstüberschätzung heraus entstehen würde. Man wird immer irgendwie klein gehalten. Dieses Programm, das hat mich freigesetzt. Besonders die Videos von Ellie Milan haben mich berührt. Aber auch die Coaches dort sind einfach unglaublich. Bei allen geht es so sehr um die Tiefe. Jeder von ihnen ist so authentisch und verheimlicht nichts. Weder von den eigenen Schwierigkeiten noch Hürden im Leben. Und sowas kenne ich eigentlich nicht von Lehrern, von Kursen, dass man mit so gar nichts hinter den Berg hält und alles offen teilt. Deswegen hat sich das für mich auf jeden Fall gelohnt. Wegen der Selbsterkenntnis, aber natürlich auch wegen den handwerklichen Fertigkeiten. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil wahrscheinlich hätte ich noch 15 Jahre gemalt und wäre